Unsere Reise geht weiter in der Toskana Richtung Süden. Unser nächstes Ziel liegt in der Nähe vom Piombino. Herzlich willkommen zu meinem Reisebericht. Wir haben uns einen Camping- und Stellplatz ausgesucht, der zu der Gruppe Agriturismo gehört. Dabei handelt es sich um Stell- und Campingplätze, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb liegen. Wir haben für die Anfahrt wieder die Autobahn genutzt. Dabei hatten wir einen Zwischenfall, und zwar hat man uns versucht zu überlisten oder mit einem Trick uns einen Unfall zu unterstellen. Das ist den Tätern nicht gelungen. Ich habe darüber in einem Video berichtet. Wer sich das nochmal anschauen möchte, kann das gerne tun. Ich verlinke das hier mal. Das Video hat inzwischen über 1 Million Klicks, also scheint das von Interesse zu sein. Jetzt haben wir die Autobahn verlassen und sind in einem landwirtschaftlichen Gebiet. Hier sind die Straßen nicht sehr breit. Man muss teilweise anhalten, um den entgegenkommenden Verkehr vorbeizulassen. Wir haben wie immer nicht reserviert, aber hier gibt es in der gesamten Umgebung einige Stell- und Campingplätze, sodass wir denken, dass wir dann was anderes finden. Wir fahren jetzt etwas langsamer. Wir sehen, auf der rechten Seite war jetzt eine Einfahrt. Das ist aber nicht der Platz, den wir uns ausgesucht haben. Wir müssen noch ein kleines Stückchen weiter. Jetzt sind wir da. Hier fahren wir rechts rein. Unser Navi sagt, Sie haben das Ziel erreicht. Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn man auf eine Einfahrt zum privaten Gelände fährt. Aber das ist hier in diesem Fall nicht so, sondern hier ist der Platz. Das haben wir schon so ein bisschen erkannt von Weitem. Man sieht hier und da mal zwischen den Bäumen die Mobile oder Wohnwagen. Der Platz heißt Agriturismo Isolotto. Wir haben den Platz gefunden in der App vom Camperkontakt. Ich denke, aber er wird in vielen anderen Apps auch zu finden sein. Wir stellen unser Mobil erst einmal ab, um uns zu orientieren. Wir stellen natürlich auch immer den Motor ab, halte ich für ganz wichtig, um andere nicht zu stören. So, dann sehen wir hier ein Schild, Rezeption, und dort bewegen wir uns jetzt mal hin. Es sieht hier alles sehr gepflegt aus und wir sehen ein Stückchen weiter hin ein kleines Gebäude und dort ist die Rezeption untergebracht. Zum Anmelden brauchen wir einen Pass oder Ausweis, bezahlen im Voraus für 3 Tage. Der Platz kostet 22 € jetzt in der Nachsaison. Wir haben uns einen Platz ausgesucht. Es gibt hier 2 Bereiche. Der eine Bereich ist mehr ein Art Campingplatz und der andere Bereich soll mehr so ein Stellplatz sein, also für Durchreisende. Die Zufahrt ist schön breit, das freut uns natürlich, da können wir ohne Probleme durchfahren. Hier haben wir einen Blick auf den Campingplatz oder den Bereich Campingplatz. Dort stehen auch so Dauercamper, wenn ich das so richtig sehe. Hier sehen wir jetzt den Bereich, hier stehen überwiegend Durchreisende. Das Ganze ist parzelliert hier, getrennt durch Hecken. Wir haben hier auch Bäume, da muss man ein bisschen aufpassen beim Reinfahren in die Parzelle, dass man dort nicht die Äste berührt. Wohnwagen sind hier auch zugelassen, sieht man ja auch. Und es gibt Wasser und Strom direkt an der Parzelle. Zentral liegt das Sanitärgebäude. Dort gibt es die Möglichkeit, Geschirr zu waschen, Wäsche zu waschen. Dort gibt es auch Toiletten und Duschen. Die Duschen sind allerdings kostenpflichtig. Es gibt auch noch Duschen im Außenbereich. Die Nutzung ist aber auch kostenpflichtig. Also wenn es schön warm draußen ist, dann kann man die natürlich auch nutzen. Einen Spiel- und auch einen Grillplatz gibt es hier, den man ohne weiteres hier nutzen kann. Das war unser erster Tag auf dem Agriturismo Isolotto.
Am nächsten Tag ging es dann los mit den Fahrrädern, und zwar Richtung Meer. Das Meer ist geschätzte 500, 600 Meter entfernt, genau weiß ich es nicht, aber man kann es also mit dem Fahrrad ohne Probleme erreichen. Wir haben den 7. September und wir haben Temperaturen um 30 Grad, also noch richtig sommerlich alles. Auch die Wassertemperaturen liegen hier etwa bei 25 Grad. Schöner Strand hier, aber auch hier, wie man es häufiger in Italien sieht, ist der Strand vollgebaut mit Liegen, die man mieten kann. Wir mögen auch Meer und Strand, aber den ganzen Tag so hier am Strand verbringen, das ist nicht so unser Ding. Eine Strandbar gibt es hier auch. Hier trinken wir mal einen Cappuccino. Der ist ja hier immer noch recht preiswert. Ich glaube, hier haben wir gezahlt 1,30 € für einen Cappuccino. Für uns geht es weiter mit dem Fahrrad. Man kann hier gut mit dem Fahrrad fahren. Ist alles sehr eben hier. Und es gibt so auch ausgewiesene Fahrradwege. Wir kommen vorbei an Campingplätzen. So, jetzt hier sehen wir auch einen. Sie liegen aber meistens nicht direkt am Meer, sondern einige 100 Meter entfernt. Auch einfache Stellplätze gibt es hier, die sind aber kostenpflichtig und auch nicht gerade preiswert. Oder ist nur gebührenpflichtig von? Campingverhalten ist hier nicht erlaubt, wie man sieht. Also Tisch und Stühle darf man nicht rausstellen und auch nicht die Markise ausfahren. Hier ist eine Preistafel, die war für mich aber nicht so ganz schlüssig. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie dort der Preis berechnet wird. Es gibt hier kaum noch Grün, man sieht, die Rasenflächen sind trocken und verbrannt, also alles in brauner Farbe. Blick auf die Karte, wir sehen, dass wir hier in einer Bucht sind und es gibt hier verschiedene Strandabschnitte. Und so kommen wir jetzt an weiteren Stränden vorbei und werfen mal einen Blick drauf. Wir sind etwa 7 bis 8 Kilometer hier am Meer entlang gefahren. Es kommen dann auch Orte. Dort gibt es dann auch Bars und Restaurants. Zurück zum Camping- oder Stellplatz. Der gehört ja zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und dieser Betrieb vermarktet hier auch seine eigenen Produkte. Das allerdings nur in der Hauptsaison, jetzt ist Nebensaison und dann gibt es keine Produkte mehr zu kaufen. Die Felder, auf denen die Früchte angebaut werden, liegen direkt am Campingplatz. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und dann gesehen, dass dort noch jede Menge Früchte dran sind. Weiß nicht, warum man die nicht mehr nutzen kann oder darf, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schade. Hätten wir gerne genommen sowas oder uns selbst gepflückt, aber einfach so hingehen und pflücken ist ja vielleicht auch nicht richtig. Man kann von den Feldern hier aus fast bis an den Strand schauen und zwar sieht man im Hintergrund die Pinien, dort ist der Strand. Also man könnte hier über die Felder laufen und wäre dann am Strand. Außerhalb des Platzes ist die Entsorgung, sie ist einfach, aber zweckmäßig. Wir haben auf dieser Reise unseren Motorroller mit, den haben wir nicht immer dabei, aber hier in der Toskana nutzen wir ihn gerne. Bei diesem Motorroller handelt es sich um einen Honda SH125i. Er ist etwa 10 Jahre alt, hat 15.000 Kilometer auf dem Tacho, hat uns gute Dienste geleistet. Er ist recht zuverlässig, wir konnten uns immer auf ihn verlassen, springt immer an. Und wenn es so Temperaturen wie hier sind, immer schön warm, dann nutzen wir ihn auch gerne. Nicht nur für Besichtigungstouren nutzen wir ihn auch zum Einkaufen. Da ist der Transport von schweren Sachen natürlich einfacher wie mit dem Fahrrad. Wir starten mit dem Motorroller zu einem Ausflug zur Stadt Piombino. Kennen vielleicht viele, von dort aus gehen Fähren nach Elba, Korsika, Sardinien, glaube ich jedenfalls. Wir sind vor Jahren von dort aus mit der Fähre nach Sardinien gefahren.
Wenn wir mit dem Roller fahren, fahren wir nicht sehr schnell, 70, 80 km/h pro Stunde das Maximum. Der Roller hat 14 PS, könnte 100 km/h und mehr erreichen, aber das fahren wir nicht. Er verbraucht etwa 2,5 Liter auf 100 Kilometer, also recht günstig. Wir wissen, dass an dem heutigen Tag Markt in Piombino ist. So fahren wir ins Stadtzentrum, um uns dort umzuschauen, wo der Markt ist. Dann haben wir einen Platz gefunden, wo wir parken können. Es gibt ja in Italien ausgewiesene Plätze für Motorroller und Motorräder, die dort dann parken können. Und so stehen wir zufälligerweise auch gleich neben der Markthalle. Sie hat nichts direkt mit dem Markt in den Straßen zu tun, aber auch interessant, sowas mal anzuschauen. Hier gibt es nicht nur Gemüse, hier gibt es auch Fisch, Fleisch und vieles mehr. Jetzt sind wir auf dem Straßenmarkt. Hier kann man Kleidung kaufen, hier kann man Küchengeräte kaufen, hier kann man Gemüse kaufen und vieles mehr. Einmal im Urlaub machen wir sowas gerne, aber dann reicht's auch. Der Markt ist hier mal mittwochs und er hat geöffnet von morgens 8 bis Mittag 13 Uhr. Auch für das leibliche Wohl wird hier gesorgt. Es gibt hier regionale Spezialitäten. Wir wollen jetzt noch Richtung Meer, so orientieren wir uns auf dem Handy und suchen nach dem kürzesten Weg dorthin. Vom Zentrum der Stadt bis zum Meer war es nicht sehr weit, zu Fuß schnell zu erreichen. Piombino ist eine kleine Stadt mit etwa 34.000 Einwohnern, wird auch von Touristen besucht, aber bekannt, denke ich, in erster Linie durch die Fährlinien, die verschiedene Inseln von hier aus anfahren. Hier am Meer ist es auch nicht so sehr heiß. Ich schätze mal, wir haben hier 26 Grad, also um etwas zu besichtigen, angenehme Temperaturen. Man hat hier einen Blick auf die kleinen vorgelagerten Inseln und wenn man Glück hat, dann sieht man auch eine große Fähre vorbeiziehen, die zu den Inseln Korsika, Sardinien und so weiter fahren. Für uns geht es dann nochmal in die Stadt. Wir schauen uns nochmal die Gassen hier ein bisschen an. Es ist eine malerische Altstadt hier. Und hier gibt es natürlich auch viele Bars und Restaurants. Kirche. Bevor wir zu unserer Rückfahrt starten, trinken wir noch einen leckeren Cappuccino. Das ist hier für uns in Italien immer Pflicht. Cappuccino trinken wir hier immer gerne, weil er qualitativ hier sehr hoch und gut ist. Auf der Rückfahrt machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Fährhafen. Da können wir aber nur aus der Ferne einen Blick auf die großen Fähren werfen, denn wir dürfen nicht weit genug ranfahren. Wir sind wieder zurück auf dem Camping- oder Stellplatz und jetzt muss ich noch erwähnen und zeigen, dass es hier einen schönen Swimmingpool gibt, den wir auch genutzt haben. Die ganze Anlage ist hier sehr gepflegt und sieht alles sehr ordentlich aus und so auch der Pool. Der Pool ist auch schön warm, ich kann es nur schätzen, Temperaturen, auch Wassertemperaturen auch um 25 Grad. Wir waren 3 Tage auf diesem Camping- oder Stellplatz. Für uns war alles in Ordnung hier. Wir haben eine schöne Zeit hier gehabt. Muss man sagen, die Plätze sind in Ordnung, aber von der Größe her
bis 9 Meter Länge Wohnmobil okay. Darüber hinaus wird es, glaube ich, schwierig. Ausreichend Platz zum Rangieren ist da. Allerdings mit den Bäumen, da hat man so seine Probleme. 3,30 Meter sind wir hoch und da hängt man dann schnell mal mit der Kante vom Dach im Baum. Wir haben den 9. September und wir wollen ein kleines Stück zurückfahren. Wir wollen aber am Meer bleiben. Unser nächstes Ziel wird Cesina sein. Das ist etwa 50 Kilometer von unserem jetzigen Standort aus, also schnell zu erreichen. Darüber werde ich dann im nächsten Video berichten und zeigen, was wir dort so erlebt haben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und sage Bye bye, bis zum nächsten Mal.